Guten Morgen. Am Montag. Es verspricht ein freundlicher Tag zu werden. Keine einzige Wolke ist am Himmel. Und das stimmt mich fröhlich. Wie immer gemütlich gefrühstückt, heiße Schokolade. Und gegen 20 vor 6 losmarschiert. Es ist so herrlich. Die Luft zum Atmen. Die Vögel sind schon wieder am Plären. Wir gehen jetzt einfach mal drauf los. Und dann schaue ich mal, wie viele Meilen ich schon bis Mittag habe. Und was die Strecke so hergibt. Ein verdientes Zwischenfrühstück nach 5-6 Meilen auf einem schönen Berg mit einer herrlichen Aussicht. Again. Ja, der Montag ist auch zu Ende. Ändert sich natürlich wieder alles, was man geplant hat. Also ich bin nicht direkt nach Waynesboro. Ich bin jetzt hier, habe hier ein schönes Fleckchen gefunden in the middle of the woods. Habe hier mein Lager aufgeschlagen und bin jetzt ungefähr 4,5 Meilen weg von der Kreuzung und nochmal 2 Meilen bis zu meinem Hotel. Und da bleibe ich dann 2 Nächte, also morgen Nero, dann Zero. Kann ich wieder schön fressen und einkaufen und alles tun, worauf ich Bock habe. Genau, weil ich wollte jetzt durchwandern und dann wäre ich irgendwie abends da und dann, das lohnt sich nicht. Lieber heute schön gechillt, hier das ist ein schönes Plätzchen. Morgen gehe ich dann um 6 Uhr los. Ich denke, ich brauche dann so 2-3 Stunden und dann gehe ich erstmal frühstücken, wie immer. Und dann bin ich erstmal in Waynesboro, dann brauche ich meine Permit, dann brauche ich meine Genehmigung für den Shenandoah National Park. Ich muss da wieder mal $15 zahlen. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass sie dafür Geld verlangen. Also normalerweise war das immer gratis. Wir sind jetzt bei 865 Meilen ungefähr. Und viel ist nicht mehr hin. Dann kommen wir nach Harpers Ferry, nach dem Shenandoah National Park. Und mal gucken, was uns da so blüht. Gucken wir uns morgen erstmal Waynesboro an, was da so zu bieten gibt. Das Wetter soll mega werden. Vielleicht gibt es irgendwo einen kleinen See oder wo man auch mal reinspringen kann. Warm genug wäre es ja. Das Hotel hat sogar einen Pool. Ich zahle jetzt für 2 Nächte. Das Hotel ist echt günstig. $150, also 145 € irgend so um den Dreh. Also sage ich, ist in Ordnung für 2 Nächte. Da kann man jetzt echt nicht meckern. Es ist halt Frühstück dabei, also Frühstück. Und dann passt das. Heute nochmal einen schönen ruhigen hier. Immer die letzten Tage waren sehr entspannt, muss ich sagen. Nicht zu viel gelaufen, immer mal so. Und ich denke, das ist eine gute Mischung, wenn ich das beibehalten werde. Und verbringe nochmal eine Nacht heute hier und dann geht's morgen los. Genau, so sieht's aus. Stand der Dinge. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, ab geht die wilde Fahrt. Guten Morgen. Am Dienstag? Ja, doch, heute ist Dienstag. 6 Uhr morgens, die Sonne begrüßt mich und verspricht den ganzen Tag zu scheinen. Morgen auch und dann geht es wieder ein bisschen bergab mit dem Wetter. Aber es passt ja. Jetzt habe ich noch ungefähr 3 Stunden, bis es endlich Frühstück gibt. Mir lag jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Aber essenstechnisch habe ich jetzt genau noch eine Packung Instant Oat in der Tasche, die ich mir nachher noch unterwegs ein bisschen reinkippe. Und das war's. Gell? Alles klärchen. Dann melde ich mich später. Das ist wieder schön hier. Schön. Ja, so schnell kann es gehen. Und schon ist man in Waynesboro. Wieder einmal mehr Glück als Verstand gehabt heute Morgen. Ich bin die 4,5 Meilen dann quasi von dem Platz, wo ich übernachtet habe, den Rest noch gegangen bis zum Rock Gap.
wie auch immer. Und zu dem Moment, wo ich hoch an die Straße, an die Reling ging, also zur Leitplanke, hat jemand 2 Thru-Hiker rausgeschmissen und wieder auf den Trail gebracht. Und ich bin dann natürlich gleich eingestiegen und mit runter in die Stadt gefahren. Total nett. Die Schweine am Fischen da unten. Ja, 1 Stunde habe ich mir jetzt gespart. Wie gesagt, war frühstücken. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach einem Walmart. Sag ich mal, die Resupplies einkaufen. Und mal sehen, was sich das noch so zu bieten hat. Ja, der Mensch muss auch mal Glück haben. Richtig? Richtig. So dann, willkommen in Waynesboro und bis später. So, das Hotelzimmer ist bezogen. Ja, ist ziemlich alt alles, riecht ein bisschen müffig. War alles besser als die Lodge in Harrisburg. Ne, es passt. Das Zimmer ist sauber. Bad ist sauber. Frische Wäsche. Passt alles. Sehr freundliches Personal. So, und jetzt. And now we are leaving the hotel. Das ist mein Zimmer. Top. Hat mich die Wäsche jetzt 5 € gekostet, komplett. Also kannst du nicht meckern. Mostel hätte sie 10 verlangt, was sie gesagt hat heute Morgen, wo sie mich mitgenommen hat. Ja. Zack. Waynesboro. Ja, ja. Das ist die Anlage nach oben hier. Zack. Econo Lodge. Beim Einkaufen vorher habe ich tatsächlich mal das erste Wahlbüro der Demokraten da ganz unscheinheilig da hinten irgendwo entdeckt. Das erste Wahlbüro mit Security und allem davor. Ja, ist ja wieder in der Stadt. Hier gibt es auch schönen Markt mit frischem Obst. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal zwischen Polizei, Feuerwehr, irgend sowas. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alles erledigt, muss ich sagen. Also ich muss mir auch kein Trockenfutter mehr kaufen, weil in der... Oh, hier steht der nächste. Das hier Emergency, das ist Ambulanz. Mein Gott, hier ist was los. Was wollte ich jetzt? Achso, Trockenfutter. Ja, also eine Hikerbox. War eine Hikerbox im Hotel. Und da war ganz viel Trockenfutter drin und so. Ich habe das noch nie gegessen, aber das hat einen Wert von bestimmt 50 € gehabt. Habe ich rausgenommen, habe ich für mich mitgenommen. Spare ich mir das schon mal wieder. Alter, die Sonne hat heute Kraft. Menschenskinder. Also der Sommer steht hier auf jeden Fall in den Startlöchern. Jeder schon mal gesehen. Ja, willkommen zurück, liebe Leute. Es ist tatsächlich schon Sonntag, sage ich schon, Samstag. In der Stadt Remden, dann nimmt sich immer keiner mit, das ist scheiße. Als ich noch aus der Stadt draußen war, mich kurz an die Tankstelle gestellt und dann hat mich schon eine nette Dame mit hochgenommen zur Rockfish Gap. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg, auf dem Trail. Und sind jetzt noch etwa 2 Meilen vom Shenandoah National Park entfernt. Permit haben wir. Ich hoffe, das passt soweit. Ich habe das online gemacht. So, und darum gab es irgendwie ein bisschen Probleme. Aber Kohle ist bezahlt, $15. Also dem soll es schon passen, wenn ich kontrolliert werde. Heute kurzer Tag. Ich denke, beim ersten Shelter werde ich mich niederlassen. Das ist noch so 8 Meilen entfernt. Na, ne, klar, heute wieder die Weltherrschaft an uns reißen, schön gemütlich machen. Weil im Shenandoah darfst du ja auch nicht überall zelten, sondern wieder so wie in den Smokies. Auch nur auf ausgewiesenen Plätzen, ansonsten kriegst du Dudo. Ich bin schon ganz schön am Schwitzen, weil es wirklich warm ist. Also ich will es mal schätzen, es ist jetzt 10:30, so 25 Grad hat es auf jeden Fall schon. Hier müsste ich jetzt mal kurz springen.
Also ich gehe jetzt zum Shenandoah National Park, auf den freue ich mich schon. Und wenn ich dort bin, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. So, dann mal einen schönen guten Morgen aus dem Shenandoah National Park. Gut, ganz unspektakulärer Eingang in diesen Nationalpark hier. Und kein großes Schild oder so, ich denke, das kommt noch. Ja, war ein Shelter hier mit vier Zeltplätzen noch. Einer schiefer als der andere, also vom Unterboden. Dass ich einer der ersten war, dass ich mir noch den besten wegschnappen konnte. Hab gut geschlafen. Gut gegessen, gut geschlafen. Einzige Problem, was ich habe, dass ich vielleicht noch für 3 Tage Klopapier habe. Ja, aber das ist echt ein kleines Problem. Gestern, beziehungsweise heute Morgen, heute früh, ist da wieder irgendwas um die Zelte rumgedackelt. Man weiß halt immer nicht, was es ist, ne? Das ist immer so geil. Ist es ein Bär, ist es ein Reh, ist es ein Wildschwein? I don't know. Ich habe dann ab und zu mal das Licht angemacht, um es ein bisschen auf Abstand zu halten. Also grundsätzlich sieht das Shenandoah National Park jetzt erstmal auf den ersten Blick aus wie alle anderen Wälder zuvor auch. Erstens habe ich gestern im Laufe des weiteren Tages gemerkt, wie mein linker Fuß im Bereich der Zehen irgendwas nicht in Ordnung ist. Er ist ja prädestiniert. Wie soll man es erklären? Also der linke Fuß, ich sag mal, der neben dem großen Zeh, der nächste Zeh, der ist irgendwie gestaucht oder gebrochen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich meinen Fuß unten nicht so machen. Also geht schon, aber bis auf den einen, der bleibt oben. Also der, ich sag das mal kurz. Also der Zeh hier ist es, ja, um den geht's. Um den geht's hier. Der ist komplett steif und tut auch weh, also beim Laufen. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass ich gestern halt irgendwo an dem Stein wieder dran gekommen bin oder an eine Wurzel oder was weiß ich. Und das vielleicht einmal zu fest. Dann hat es sich ein bisschen gestaucht. Ja. Das ist der linke Fuß und beim rechten Fuß merke ich mein Sprunggelenk ziemlich stark. Deswegen habe ich mir halt gedacht, weil das Wetter sowieso nicht so geil ist, ja, machen wir nochmal eine Pause. Also heute laufen mit dem Zeh und so. Scheiße, ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil ich jetzt schon ein paar Meter gemacht noch heute. Aber ich bin immer noch gut in der Zeit. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, also das Ganze soll man hier echt nicht unterschätzen, ne? Also ich habe wirklich Respekt vor jedem, der den Versuch macht, diese 2190 Meilen zu laufen. Und egal welche Altersgruppe, aber es ist schon eine Mammutaufgabe. Es ist einfach so. Also jeden Tag so viel laufen, das ist der moderne menschliche Körper gar nicht mehr drauf ausgelegt. Vor tausenden von Jahren, die Urzeitmenschen, was weiß ich, die sind noch jeden Tag gelaufen, um ihr Wild zu erlegen. Aber wir, faule Gesellschaft, also wenn man da sich nicht ein bisschen auf sich Acht gibt, dann kann es auch ganz schnell wieder vorbei sein hier. Und das merke ich ja jeden Tag. Also wie oft ich fluche am Tag, also bestimmt 5 bis 10 Mal, wenn ich mir irgendwo mein Zeh anstoße oder irgendwas in der Richtung. Oder hier, ich weiß nicht, wie man den Bereich hier nennt, da wenn hier ein Stein runterkommt und du gehst dann drauf und das macht richtig schön Aua. Ja, es sieht nach Regen aus, es krummelt auch schon die ganze Zeit, aber es soll wohl trocken bleiben. Ja, wie gesagt, ich mache halt heute hier gezwungenermaßen einen Zero hier mitten in der Wildnis. Es ist Montag, also ich weiß nicht, was die ganzen Leute hier wollen. Also ein paar Leute sind Thru-Hiker, das habe ich gesehen. Aber ja, es ist jetzt noch kurz nach Mittag, also werden wahrscheinlich schon noch ein paar Leute kommen. Also morgen haue ich frühzeitig ab. Muss mal sehen, wie es dann geht mit meinem Fuß. Aber ich komme ja sonst gar nicht mehr vorwärts, Mann. Jetzt bin ich Tag 70 auf dem Trail und habe gelaufen 885 Meilen. Ja, also nach 3 Monaten soll das eigentlich schon so ein bisschen die Halbzeit haben. Und ja, ich habe schon noch ein paar Tage hin bis zur Halbzeit. Also
Das schaffe ich schon, das ist jetzt nicht das Problem. Also wenn ich jeden Tag meine 12 Meilen laufe im Schnitt, dann passt das noch. Kein Problem. Ich habe es wie gesagt nicht eilig. Genau, ja, so wie Wehchen kommen halt immer wieder auf einen zu. Da denkt man ist hier jetzt 2,5 Monate auf dem Trail und man hat die geilsten Hikerbeine. Ist ja auch so dementsprechend, also der Körper gewöhnt sich schon an eine gewisse Belastung. Aber trotzdem bist du ja nicht unkaputtbar deswegen. Also ich höre schon immer wieder mal auf meinen Körper, wenn er mir sagt, komm heute hier, das ist keine gute Idee. Wir sehen zu, dass unsere Füßchen wieder einigermaßen in Ordnung sind und dass wir morgen vielleicht auch wieder 20 schaffen. Und in dem Sinne melde ich mich morgen wieder hoffentlich in alter Frische. Bis dahin. So, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Shenandoah Nationalpark. Das ist mitunter der erste richtig geile Ausblick, den wir hier erwischen. Richtig dicke Geröll- und Steinlandschaft hier unter dem Berg. Aber eine herrliche Aussicht hier. Es verspricht ein richtig schöner Tag zu werden. Also Sonne pur. Gut geschlafen. Ich merke meinen kleinen Zeh hat immer noch ein bisschen, beziehungsweise den Zeh, den ich gestaucht habe oder was. Aber ist besser. Sprunggelenk muss ich im Laufe des Tages abschauen. Schauen, wie sich das entwickelt. Bis jetzt ist alles gut. Der Weg hier, der macht jetzt so den Anschein hier so. Aber herrlich. Wird ein schöner Tag. So, die nächsten 7 Meilen gibt es wieder mal kein Wasser. Also ich habe jetzt die ganze Zeit schon diese Chicken Legs Hose hier an. Die ist vom Grundgedanken her ist sie richtig gut. Also es ist halt echt wie, als hättest du eigentlich nichts an. Ne? Allerdings schwitze ich immer gerne am Rücken, weil wenn du einen Rucksack auf hast und es da draußen 30 Grad hat, dann läuft die Suppe den Buckel runter und die Hose ist danach klitschnass. Also jetzt hätte ich Eichsucht oder so. Naja, tut Schlimmes. Bin ja gleichzeitig gekühlt untenrum. Wir erkunden heute mal den Nationalpark hier, den Shenandoah. Und sehen, wo es uns hin verschlägt. Gegen Mittag, ist kurz vor 11 Uhr ungefähr. Ja, der Shenandoah Nationalpark ist schon ganz schön. Aber jetzt auch nichts groß Weltbewegendes. Schon ein paar schöne Aussichtspunkte dabei gewesen. Aber ja, es sind meistens Parkplätze, wo halt die fußfaulen Amis auch mit dem Auto hinfahren können. Also durch den ganzen Shenandoah National Park haben sie eine Straße gebaut, die sogenannte Sky Drive oder Skyline Drive oder sowas in der Richtung. Und die ist nur dafür da, dass die Autofahrer durch den Nationalpark durchfahren können und sich an diese Parkbuchten stellen können und die schöne Aussicht genießen. Das ist alles. Also bis jetzt linker Fuß, der Zeh, ich merke ihn, also der Schmerz ist konstant am Start. Und das Sprunggelenk, ja, es ist halt, je mehr ich laufe, desto schlimmer wird's. Aber das ist halt ein Schmerz, mit dem muss ich wahrscheinlich leben. Ich habe auch schon mal irgendwie drauf geachtet, mein Abrollverhalten vom Ballen, das irgendwie ein Grund sein kann, weil ich versuche immer schon sauber abzurollen, aber es ist nicht so einfach. Aber mei, ist halt so. Solange ich nicht humpeln muss und ich mir kein Bein breche, wird weitergelaufen. So sieht's aus. So, ich bin jetzt gerade in so einer kleinen Bucht, so einer Parkbucht. Vorher stehen auch noch ein paar Zahlen über den Appalachian Trail und the whole thing. 101 Meile gehen durch den Shenandoah National Park. Und es steht auch, ja, was es halt für ein Mammutprojekt ist, eine AT zu laufen. Und hier steht es irgendwo ist äquivalent, also die ganze Strecke äquivalent mit 16-maligen Besteigen des Mount Everest. 16-maligen Besteigen des Mount Everest. Also ist schon eine krasse Leistung. So, und das ist jetzt hier so ein
Ja, halt Ausguck für die Leute, die hier zu faul zu laufen sind. Und muss man die Hand kurz wechseln. Dann stellen sie sich hier mit ihren Autos und können sich das hier angucken. Ich kriege extra welche für behinderte Menschlein. Ja, hier. Der Bus ist auch geil, ein Sportvan. Gefällt mir. Ich hoffe, ich muss da vorne rein. Ja, sieht gut aus. Ja, Freunde, es sieht so aus, als wäre ich fündig geworden hier an diesem kleinen, feinen Shelter, der sich zu meiner Linken befindet, und zwar da oben. Hier ist ein kleines Bächlein, wieder sehr traumhaft. Der fließt hier runter. Und hier habe ich gerade schon meinen Unterplan hier aufgebaut, um mal zu gucken, wie das Zelt hier hinpasst, weil Zeltplätze sind hier sehr rar. Keine Ahnung, aber hier ist es ganz schön eigentlich. Hier ist ganz witzig. Und ich bin vorher schon mal ein bisschen so die Runde hier runtergegangen. Gedacht, da ist vielleicht auch noch irgendwas, aber Fehlanzeige. Aber da ist ein schönes flaches Kiesbett. Dann nehme ich mir nachher meinen Pott mit runter und dann dusche ich mich schön kalt ab. Die Axis, ne? Das da unten, das Kraut. Geil, mal schön Freiluftdusche heute, da freue ich mich drauf. Schön vitalisierend. Das ist Privy. Ja. Und mein Store, wo ich mich ein bisschen eingedeckt habe mit Trockenfutter noch, war ich auch noch schnell auf der Toilette. Ich konnte zwar keine ganze Rolle stibitzen, Klopapier, aber ich habe ein bisschen was abgemacht, also dass ich noch mal 3-4 Mal gehen kann. Also das Thema Klopapier hat sich auch erledigt. Jetzt sitze ich hier bei einem kleinen feinen Zelt und der Akku ist gleich leer und es regnet und es ist kurz nach 4:30. Ich habe alles richtig gemacht, aber hört schon wieder auf, nur ein kleiner Schauer. Vorher noch schön Sport gemacht, weil mir aufgefallen ist, also ich habe das schon ganz schön vernachlässigt, mal ein bisschen dehnen hier, dehnen da, mal ein paar Liegestütze hier, ein paar Sit-Ups da. Das fehlt. Also ich merke auch schon, dass das echt besser ist, jetzt auch durchs Dehnen, durch die Dinger hier. Die Füße, die brauchen das ab und zu. Das darf ich nicht vergessen. Das ist so wichtig, die Dehnerei immer. Okay, jetzt regnet es ja wirklich. Hat den ganzen Tag nichts gesagt, oder gestern auch nicht. Kein Regen, nichts. Aber siehst mal wieder, wie das eben so ist hier. Ja. Ich denke, ich chill jetzt eine halbe Stunde, dann mache ich mir was zu essen und dann ist der Tag schon rum. Spätestens 5:30 gehe ich los. Und dann 20 Meilen zum nächsten Shelter. Und ja, mal sehen, wie das Wetter morgen ist. Ich habe kein Netz, null Empfang, ich habe keine Ahnung. Wieder mal Surprise, Surprise. Und von dem her, ja, sehen wir uns morgen in alter Frische. Gell? Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Der Mann in Blau lässt grüßen. Gott, es muss ja so langweilig sein, ständig diesen Idioten hier mit dem blauen Shirt hier zu sehen. Oh Gott. Aber ich habe halt leider nur eine Garnitur dabei. Ja, es ist kurz nach 6. Ich bin Punkt 6 gestartet. Nein, der C ist immer noch da, aber das ist halt auch keine Sache wahrscheinlich, die auf. Hier ist ein dicker Baum, deswegen muss ich da mal drüber kraxeln. Das ist wahrscheinlich auch keine Sache, die nach 2 Tagen ausgeheilt ist, aber ich kann laufen, es geht. Ja, Sprunggelenk kommt dann immer im Laufe des Tages, je mehr ich laufe, und jetzt merke ich es noch gar nicht. Aber was will ich machen? Ich habe gestern, wo ich ankam, an dem Shelter noch 2 Leute getroffen. Ich dachte augenscheinlich erst, das wäre Father and Son, aber nee. Oh hier, Leute, Freunde, hier. 900 900 Meilen. 900 Meilen auf dem AT. Ja, 900 Meilen Marke. Geknackt! Schön. Gibt gleich nochmal einen Booster für den Tag heute. Aber und mit denen habe ich auch gequatscht, so ein bisschen und so, war ganz nett gewesen. Er hat auch gemeint, er weiß nicht, wo seine Trailfüße hin, seine Hikingfüße. Dann sag ich, warum? Ja, er war jetzt 2-3 Tage vom Trail weg und er hat das Gefühl, er war nicht auf dem Trail, weil schon wieder alles wehtut und so weiter. Dann sag ich, hey, Moment mal, das kenne ich.
Das kenne ich. Weil ich war ja auch in Waynesboro für 3 Tage und so, aber dann so rapide zurückfahren auf den Lazy Body Mode, ist schon erstaunlich. Aber, ne? Also merken, ein Nero und ein Zero ist gut. Alles was länger wird, musst du mit leben. Tut aber wahrscheinlich ein bisschen mehr weh am Anfang. Ja, und der Shenandoah National Park, der ist ja wie gesagt auch jetzt nicht so vom Terrain sehr anspruchsvoll. Also hast du nicht vergleichen irgendwie mit Dragon Tooth oder so. Oder mit The Priest. Also hier geht es eigentlich schon eher gemächlich dahin, aber stetig. So, macht das den Anschein, als würdest du bergab gehen? Es tut's. Oh, hier ist schon wieder 900. Schon wieder 900. Ja, dann nehmen wir halt zweimal 900 her. Danke, Freunde, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. So. Genau. So, dann starten wir jetzt mal wie immer in den Tag und lassen uns überraschen, was wir so zu Gesicht bekommen. Ein junger Hirsch, so wie ich, nur bin ich nicht mehr ganz so jung. Oh, da rinnt mir der Schweiß runter in den Rücken und nein, in die Buchse und überall. Es ist so ein geiles, herrliches Wetter. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich bei dem nächsten Shelter kurz zweites Frühstück machen, aber irgendwie habe ich den verpasst. Da habe ich jetzt hier so einen Stein gesehen, zack, und habe hier kurz ein Päuschen gemacht, einen Riegel reingeklatscht und hier, ja, ab und zu findet man halt dann eine kleine Quelle. Hier. Da kommt's raus, die Maus. Haben uns kurz erfrischt. Und aufgefüllt und in 3 Meilen kommt das nächste Wässerchen. Läuft. So, bevor ich kalt werde, ich glaube, ich muss noch ein bisschen bergauf gehen hier. Da die Richtung. So, wollen wir mal sehen, ob wir nicht mal wieder mit einem Ausblick belohnt werden hier. Ja, hier nicht. Ach doch, hier, guck mal. Guck mal. Ich drehe euch gleich mal. Zack. Ach, und wenn ich mich recht erinnere, ist da unten in dem Gebäude. Ja, das sieht man jetzt von hier nicht. Ist, glaube ich, das Campground, wo ich eingekauft habe gestern. Eine herrliche Aussicht. Ist das schön. Hat sich wieder gelohnt, hier hoch zu ballern. Nice. So, ab und zu muss auch mal ein kleines Päuschen sein. Hier könnte man einen kleinen Ausblick haben. Mal gucken. Wir gucken mal. Ich höre auf jeden Fall schon seit geraumer Zeit. Wetterbericht ist so ein Witz. Naja, viele Bäume. Die Braumeister hinten, die legen sich ganz schön ins Zeug. Das ballert schon die ganze Zeit dahin. Da regnet es auch. Man sieht es in den Wolken, dass es regnet. Ja, mal. Strahlender Sonnenschein bis 20 Uhr, dann vereinzelt leichte Schauer. Am Arsch. Auf der einen Seite des Berges ist es so, auf der anderen Seite des Berges ist es anders. So ist es. Aber gut, ich mache jetzt hier mal kurz 5 Minuten verschnaufen.
Ich habe vorher im Wald auch noch 2 Trail Angel getroffen. Trail Angel on the Trail. War ganz cool. Die haben mir ein paar Süßigkeiten gegeben, ein paar Skittles und ein paar anderes Zeug noch und mit dem ein bisschen gequatscht und so und ganz cool. Und dann habe ich so raten lassen, wo ich herkomme, weil ich ihnen die Flagge hinten gezeigt habe. Deutschland haben sie schon gewusst, aber die bayerische Flagge kannten sie dann doch nicht. Ich bin ungefähr 4,5 Meilen von meinem Shelter entfernt und dann haben wir auch 21 Meilen geknackt heute. Aber bis dahin hoffen wir, dass wir trocken bleiben. Ich sollte jetzt eher eigentlich gehen, anstatt hier schön zu chillen. Aber ich habe auch einen Regenschirm und einen Poncho. Also, bis späterchen. Alter Lachs! So, was ist passiert? Wenn man das Karma heraufbeschwört und den Wetterbericht verhätschelt, dann wird es auf einen Schlag nämlich ganz schnell um einen dunkel. So richtig dunkel. Ich dachte nur, wer hat denn jetzt das Licht hier ausgemacht? Seid ihr noch ganz von Sinn? Und dann, ich bin nur ein paar Meter gelaufen. Gucke ich gen Himmel. Okay, nichts mehr blau, nur schwarz. Ich dachte so, okay, das hält nicht. Das hält nicht. Rucksack abgelegt. Den Poncho rausgeholt, der natürlich wieder ganz unten im Rucksack war, da wo er hingehört. In einem Affenzahn. Kamera, Handy und was weiß ich, alles was außen im Rucksack war. Wasserdicht verstaut im Rucksack, Poncho angeschmissen und weitergelaufen. Jetzt ist der große Spuk vorbei. Ist da rübergezogen jetzt. Und ich gehe wieder bergauf. Ja, die Wege waren komplett überflutet. Da stand bestimmt so hoch das Wasser teilweise, also die Schüchen komplett durchweicht. Aber das ist das zweite Mal jetzt auf dem Trail. Das ist komplett nasse Füße. Vielleicht bin ich noch gut. Für die Sealskins hat es nicht mehr gereicht. Brutal. Aber jetzt auch nicht so. Gibt ja 2 Arten von Regen, sage ich mal. Ne? Zum einen gibt es den Regen, der sich so ein bisschen ankündigt. Der da oben dreht ganz langsam so einen Hahn auf und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann regnet es. So, der hier oben, der hat einfach die Armatur abgerissen. Oder einfach einen Schieber komplett aufgemacht, auf Anschlag. Und dann fiel es runter. Ich hatte den Rucksack geradezu. Flasch. Naja, ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, komplett nass. Ich dachte dann, Scheiß drauf. Jetzt schon wurscht, sind die Füße schon nass. Da kannst du auch durch den Sumpf und durch den Scheiß da warten. Das geht schon. Naja. Abwechslung muss sein. Stündchen noch. I guess. Bin ich da. Hoffentlich ist nicht so viel los. So, ihr lieben Leute, es schlägt 3:30 und es ist Feierabend für heute. Der Wandertag ist vorbei. Ja, wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, nach langer Zeit über 20 Meilen zu laufen. Bin ich froh und glücklich drum. Bis auf die kleine Abkühlung heute war es eine richtig schöne Wanderung. Bin jetzt hier in diesem Peinhardt-Shelter. Es sind schon 3 Leute da, einer liegt schon im Schlafsack. Ich glaube, der hat sich hier von dem Wetter versteckt. Ja, wann war ich hier? So kurz vor 3. Hab mich dann nach einem Spot umgeguckt zum Zelten. Die sind halt wieder überall solche Designated Tent Spots. Ja, habe ich jetzt auch einen. Hier hängt der Poncho gerade drüber. Oh, nee, ein fetter Weberknecht. Jetzt bist du runtergefallen, du Idiot. Ja, der Poncho, der hängt hier mal ein bisschen zum Trocknen. Bevor ich aus meinen Latschen rauskomme hier. Die sind immer noch total durchnässt und so. Und vielleicht noch mal ein bisschen in die Sonne hängt. Vielleicht geht noch ein bisschen was heute. Das ist ein bisschen trocknen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich habe ja 2 Paar. Jo. So ist das. Das waren jetzt 20,6 Meilen oder so.
Ja, tipptopp. Um 6 Uhr los. Also muss man doch nicht vergessen, ne? Also doch auch ein 9-Stunden-Tag dann. 9-Stunden-Tag, das wäre jetzt Arbeit, ne? Also bin um 6 Uhr losgegangen. Und ja, ich sag mal so, bis um 10, halb 11, so hast du dann 10 Meilen meistens. Und dann machst du nochmal 10 und dann, ja, je nachdem, in das Terrain und so, läuft das. Gut, der Tag heute ist zu Ende. Sollte es noch irgendwas Weltbewegendes geben, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten sehen wir uns natürlich morgen in Alta. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ja, also der Sonnenschein vorher, der mal kurz da war, der war nur so ganz sporadisch am Start. Also morgen nochmal schön Gas geben. Das heißt Gas geben, morgen nochmal eine etwas längere Wanderung, so wie heute. Und dann wird es ein Nero werden, denke ich mal. Weil ich brauche auch wieder ein bisschen Essen. Bis nach das nächste Kaff, oder Kaff ist auch wieder eine Stadt, ist Fort Royal oder ja, Fort Royal oder so. Nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall, da gibt es noch wieder Einkaufsmöglichkeiten. Und dann ist auch nicht mehr weit bis Harpers Ferry. Und da gönne ich mir dann wieder mal ein Zero in Harpers Ferry. Ich bin ja gespannt, ob mein Paket angekommen ist. Von Stonehenge von damals. Ach du Scheiße. Mein Handy ist nochmal komplett voll geworden, Gott sei Dank. Der Akku ist jetzt wieder mal leer. Ich habe Gott sei Dank 4 von euch. Und Alter, der neben mir, der pupst in einer Tour. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denen ist das auch wurscht, ne? Also ich knatter ja genauso, aber... Und der ist auch gekommen, also ungefähr 1,5 Stunden nach mir. Das Zelt aufgebaut, hat sich reingelegt und hat erstmal schön abgeknattert. Meine Fresse. Also das ist wurscht, ne? Also Rülpsen, Pupsen, das gehört jetzt zur Grundkommunikation auf dem Trail. Ja, von dem her. Ja, so ist das. Und jetzt gehe ich schlafen. Beziehungsweise ich werde jetzt mal irgendwie schlafen oder so. Also, bis morgen. Guten Morgen. Am Dienstag, den 30. Mai, 6 Uhr. Bin jetzt schon sehr genau. Hinter mir ist die Sonne gerade am Aufgehen. Wo ist er? Da ist er. Da brennt der Ofen wieder. Mal gucken, ob er heute ein bisschen länger durchhält. Oder ob er uns doch wieder Regen schickt heute. Ja, ich bin so ungefähr eine halbe Stunde auf dem Trail. Es sind gestern doch wieder einige Leute gekommen, also brutal. Auch zu späterer Stunde noch. Heute, wie gesagt, probieren wir mal die 22 Meilen bis zu dem einen Shelter hin. Im Laufe des Tages werde ich das Hostel mal kontaktieren und fragen, wie es aussieht. Ich gehe jetzt gerade einen kleinen Seitenweg lang vom IT, der ein paar Ausblicke gewähren soll, aber bis jetzt, naja, geht so. So, hier ist wieder so ein schlauer Kasten. Sehen wir hier vielleicht ein bisschen was? Ja, wenn ich schon mal hier bin, muss ich auch mal ein bisschen glotzen da, oder? Hier ist ein Weg. Okay. Zwar kein Sonnenaufgang, aber auch... Oh, der Wind ist frisch, ich muss in Bewegung bleiben. Ja, die Nacht war eigentlich ruhig. Hat immer mal wieder ein bisschen geregnet, aber das Zelt war trocken heute Morgen, also alles gepasst. Ja, dann freuen wir uns auf einen neuen schönen Wandertag. Voller schöner Viecher. Vielleicht sehe ich mal wieder ein paar Rehchen. Boah. Also, ich muss mir jetzt echt meine Jacke wieder anziehen. Meine Fleece, also wenn ich die nicht hätte. Ey, der Wind ist echt sackrisch kalt. Ich muss hier jetzt keine Unterkühlung heraufbeschwören oder was weiß ich, eine Erkältung. So, ich habe mir gedacht, so in 1,5 Meilen kommt wohl eine Abzweigung zu einem Parkplatz. Und von dem Parkplatz führt ein Weg und eine Straße zu einem Store und einem Restaurant. Vielleicht frühstücke ich da mal gediegen und gucke mal rein in den Store, was die da so haben. Und vielleicht kann ich was gebrauchen. Kleine Abstecher machen, schön mal frühstücken und so. Käffchen.
Kaffeeschall. Warum nicht? Warum nicht? Und wenn ich heute nicht zu dem dämlichen Shelter komme, der 22 Meilen entfernt ist, dann ist mir das auch wurscht. Aber der Tag ist jung. So, near the building is the Big Meadow. Big Meadows Visitor Center und Store und Restaurant und hast du nicht gesehen? Noch so ein Brot, also safe 2000 Kalorien gerade und eine schöne Pepsi. Also das Frühstück hat sich gelohnt, aber mehr wollte ich dann auch nicht wieder einkaufen und so. Also ich belasse das bei dem Plan. Es sind jetzt noch ungefähr 15 Meilen bis zu dem Shelter. Es ist 9 Uhr. Ja, mal sehen. Hier kamen wir. Kamera, hallo? Ja, ist da, ne? Grüß Gott. Ja, ich melde mich auch mal wieder, 1:30. Hat wahrscheinlich einen der schönsten Ausblicke, Shenandoah National Park. Also schon atemberaubend, atemberaubende 360 Grad Umsicht. Man ist zum Teil auch wirklich dankbar dafür, dass man im Wald läuft. Ja. Ansonsten müsste ich hier ständig nachcremen, also Sonnencreme. Sonst wäre mein Name nicht Blue, sondern wahrscheinlich Redneck. So, nochmal ein kurzer Blick, bevor es wieder hinunter geht. Ich habe auch mit dem Open Arms Hostel telefoniert. Vor 2-3 Stündchen. Da waren wir gerade im Auto, deswegen war die Verständigung ein bisschen schlecht. Und bei mir oben ging der Wind auf den Berg. Aber Wurst. Irgendwie haben wir das geschafft, dass wir uns verständigen konnten. Und ich bei ihr so im Garten zelten darf. So kosten 20 oder so. Ist aber Shuttle mit dabei, Dusche mit dabei, Strom mit dabei, Electricity wie gesagt und ja, Wäsche vielleicht noch, das weiß ich nicht. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hab noch ewig Zeit. Ich glaube, ich bin gerade bei Tag 75 oder so. Also easy. Gell? Na gut, dann quälen wir uns jetzt mal diesen sadistischen Bergweg runter hier. Gibt wie immer Schlimmeres. Es ist trocken heute. Das ist schon mal schön. So, bis dann. Tschüss. If you die then. Ja, Tageshighlight in Privy ist eine riesige Schlange anscheinend. Und ja, schauen wir mal, ob wir die riesige Schlange aus dem Privy rausbekommen hier. Ist ein Parkranger mit dabei. No, yeah, you need a stone. We need a stone. Is he in there? A stone? Like, Stone to hold it open or something. yeah, wait a minute. Wait a minute. Yeah, you can. No, it's too hard. Maybe this There is. there's probably one inside. I got a stone here. There's usually a stone somewhere. Poke it open with this. Here it is. It's getting more and more small. Oh. It was not the strongest branch. It's in like the Was there? like Where is he? Oh. This is not the greatest.
I don't want to turn that corner particularly. I have no idea. To open up the toilet or something? Okay. Oh, cool. Ah, okay. I'll give it The best. Hold it from the end. See if there's something there. You see it? Yeah, a little closer. start us off. Maybe. Okay. Yeah. No, All we're right, so that's safe. fine Yeah, for I now. think so Thank too. you. Watch. Look down. Got it. Our fearless leaders. Oh, that's boring. Huh? I expected know. a big fucking snake here I inside. know, that would have been cool. Yeah, I'm gonna go ask. With this open, you know? Oh, I'm so glad that I don't even have to refill the duck. Okay. Yeah, I think we can shut it. It was a good call though, because if he was in there, we definitely could have left it open. Schlange ist weg. Leider Gottes. Die hat sich verkrümelt zuvor. Also ich habe meine 23 Meilen heute abgerissen. Und ich muss sagen, mir geht's echt gut. Ich habe mir bloß irgendwie einen Muskel hier im Oberschenkel ein bisschen gezogen. Aber ist weg wieder. Läuft. Jetzt gerade ein bisschen mit dem Ridge Runner geredet und mit einem Tschechen, der hier ist. Der macht seinen Triple Crown. Also der hat den PCT und den CDT schon gelaufen und jetzt macht er einen IT. Dann ist er Triple Crowner, so nennt man das. Und ich bin jetzt hier. Hier ist mein Zelt. Es ist auch, glaube ich, schon 7 Uhr. Also wir haben jetzt echt lang gequatscht. Ich bin hier alleine. Liegt noch einer in der Hammock und einer im Zelt. Das ist, wo ich ursprünglich dachte, das ist Papa und Sohn, aber das sind sie nicht. Ah, die sind ganz witzig, sind ganz lustig drauf. Ja, dann habe ich morgen noch 3 Meilen bis zur Kreuzung. Und das war's dann mit Wandern. Also 5 Kilometer wandern morgen. Wird ein entspannter Tag. Genau. So viel dazu. Ich habe noch schöne frische Blaubeeren bekommen von der Dame. Sehr geil. Und jetzt gehe ich in mein Bett und schlaf. Bis morgen in alter Frische.